Ja, das ist eine mutige Aussage für ihn. In meinem Freundeskreis würde man dazu sagen, evidenzloser Hottake. Denn gerade der letzte Beitrag, den wir gehört haben, da ging es um die großen Feuer in Kalifornien. Ihre Kollegin hat hier gerade im Fernsehen gesagt, oh, wir sind so bedrückt, sind ja krasse Bilder. Das ist die Klimarealität. 7 Monate hat es in der Region in Kalifornien, die jetzt brennt, nicht geregnet. Das sind die verändernden Wetterdynamiken, die solche Brände eben so viel wahrscheinlicher und heftiger machen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Frage, warum behauptet Luisa Neubauer, dass die Klimakrise schuld an den Feuern in Kalifornien ist, obwohl es ganz andere Gründe dafür gibt? In diesem Video seht ihr, wie Neubauer versucht, jedes Problem auf den Klimawandel zu schieben, selbst wenn die Fakten etwas anderes sagen. Wir schauen uns den Schlagabtausch mit der Welt-Moderatorin an und nehmen ihre Argumente auseinander. Also bleibt dran, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare. Glaubt ihr wirklich, dass in Kalifornien nur der Klimawandel schuld ist? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Der Wahlkampf läuft bundesweit. Viele mischen mit. Viele haben Forderungen, unter anderem auch Fridays for Future. Luisa Neubauer ist mir jetzt zugeschaltet. Frau Neubauer, ich grüße Sie ganz herzlich. Ihre Pressekonferenz ist gerade zu Ende gegangen, vor wenigen Minuten. Ich referiere mal kurz 2, 3 Forderungen, die Sie da gestellt haben an die Politik. Unter anderem jährlich 300.000 Klimajobs, Klimaneutralität bis 2035 und die Besteuerung superreicher und fossiler Konzerne. Bei welcher Partei finden Sie Antworten oder auch einen Gleichschritt für Ihre Forderungen? Klimapolitik ist ja Gott sei Dank keine Klientelpolitik, sondern es ist Existenzpolitik. Also unsere Forderungen richten sich an alle demokratischen Parteien, denn völlig unabhängig davon, wer in den nächsten 4 Jahren Verantwortung für Deutschland übernehmen möchte, jede von diesen Koalitionen, die möglich ist, muss ja das Wohl der Menschen und deren Sicherheit im Blick haben. Und das geht nicht, wenn man meint, die Klimakrise ignorieren zu können. Das heißt, wir richten uns ganz nachdrücklich an alle Kanzlerkandidaten, an alle demokratischen Parteien und sagen, Leute, die Klimakrise ist da, Menschen sind nicht sicher, Stand jetzt, und es ist euer Job zu handeln. Wir haben jetzt dafür Vorschläge vorgelegt. Frau Neubauer, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre, auch bei jüngeren Menschen, es ist einfach nicht die Klimakrise, die im Moment die Menschen bewegt. Es sind sichere Jobs, es ist die Wirtschaft und es sind sicherheits- und verteidigungspolitische Aspekte, die die Menschen wirklich sozusagen umtreiben. Was glauben Sie, was ist die Erklärung dafür? Ja, das ist eine mutige Aussage für ihn. In meinem Freundeskreis würde man dazu sagen, evidenzloser Hottake. Denn gerade der letzte Beitrag, den wir gehört haben, da ging es um die großen Feuer in Kalifornien. Ihre Kollegin hat hier gerade im Fernsehen gesagt, oh, wir sind so bedrückt, sind ja krasse Bilder. Das ist die Klimarealität. 7 Monate hat es in der Region in Kalifornien, die jetzt brennt, nicht geregnet. Das sind die verändernden Wetterdynamiken, die solche Brände eben so viel wahrscheinlicher und heftiger machen. Das Gemeine mit dem Klima ist ja das. Egal, ob die Klimakrise klickt, ob Sie das auf Ihre Titelseiten schreiben oder nicht, sie ist da und Menschen müssen vor ihr geschützt werden. Und es ist genau jetzt der Job von der Politik, hier Verantwortung zu übernehmen und nicht nur der Agenda von irgendwem nachzudenken, der gerade die besten Clickbait mit anderen Themen generiert, sondern vorauszublicken und festzustellen, wir haben viele Krisen, das ist richtig, um die muss man sich gerade gemeinsam kümmern. Aber wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, dann fliegt uns hier vieles um die Ohren und dass der Wunsch nach einer sicheren Zukunft, nach Freiheit, nach Wohlstand in diesem Land, das wird dann nichts mehr als eine blinde Fantasie sein. Frau Neubauer, gerade die Brände aber in Kalifornien sind jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, um über Klimakrise zu sprechen, weil einfach angefacht durch die Santa Ana-Winde, die es seit Jahrhunderten bereits gibt, da die Ursachen vielleicht doch auch andere sind. Aber da würden wir vielleicht jetzt zu weit abschweifen, wenn wir da wirklich in die Tiefe gehen, weil auch Wissenschaftler da andere Deutungen für haben, für diese Brände. Ja, das ist ja aber schwierig. Das, glaube ich, wäre wichtig einzuordnen, was Sie gerade gesagt haben. Was wir mittlerweile sehen, da gibt es auch einen wissenschaftlichen Konsens, ist, es gibt praktisch
keine Wetterphänomene mehr, die gar nichts mit der Klimakrise zu tun haben, weil die Klimakrise mittlerweile so vorangeschritten ist, dass sie letztendlich alles berührt, was wir in unserer Atmosphäre, in den Ozeanen erleben, wie eben unser Wetter entsteht. Das heißt, völlig unabhängig zu sagen, oh, das hat mit dem Klima jetzt gar nichts zu tun, das funktioniert nicht. Es ist richtig, es gab schon große Brände und Katastrophen in den letzten Jahren und Jahrhunderten. Was wir jetzt aber weltweit erleben, in Deutschland, in Kalifornien und überall, ist, dass eben die Wetterextreme gefährlicher und heftiger werden. Das erleben auch die Menschen, das sehen sie auch. Zuletzt haben wir in Deutschland diese katastrophalen Überflutungen gesehen. Und die große Frage ist, was ist die Antwort von der Politik darauf? Schützt sie die Menschen, sorgt sie dafür, dass Leute sich wieder sicher fühlen können? Oder lässt man die Leute eben reihenweise in diese Katastrophen reinrennen, mit diesen katastrophalen Schäden alleine im Regen stehen, wortwörtlich, und duckt sich dahinter zurück, dass man sagt, oh ja, wir haben ja irgendwie gerade noch andere Sorgen. Ich halte das für radikal verantwortungslos und ich wünsche mir sehr, dass die nächste Regierung an der Stelle klüger ist. Frau Neubauer, eigentlich wäre vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren Ihr natürlicher Partner die Partei der Grünen gewesen. Die gerieren sich aber in diesem Wahlkampf eher, ich sag mal, ideologielos. Die sind eher unterwegs in Sachen Machterhalt und weniger, lass uns auf die Themen gehen, die uns früher mal ausgemacht haben. Wie sehen Sie das? Naja, dass auch die Grünen in den Augen von Fridays for Future noch nicht genug machen, das ist offensichtlich. Wir haben uns gerade zuletzt bei Parteiveranstaltungen der Grünen auch dazu geäußert, gesagt, ja, auch die Grünen müssen noch mal einen Plan vorlegen, wie man den Gasausstieg tatsächlich auf die Kette bekommt, wie man Deutschland klimaneutral macht. Man muss aber in aller Ehrlichkeit auch feststellen, wenn wir uns die Parteiprogramme gerade angucken zur Bundestagswahl, dann sehen wir, dass die Grünen wenigstens Ideen und Konzepte haben, wie man mit dem Klima vorankommen möchte, während die Union scheinbar meint, die Klimakrise könnte man irgendwie einfach nur weiter befeuern, klimapolitische Fortschritte rückabwickeln, Verbrenner aus machen wir doch nicht, das ist uns irgendwie zu blöd, Heizungsgesetz machen wir doch nicht. Und was die Union damit macht, ist, sie ehrlicherweise belügt sie die Öffentlichkeit, indem sie eben so tut, als könnte man irgendwie so weitermachen wie bisher und das Klima dann irgendwie nachziehen, wenn wir gerade keine Lust drauf haben. Das ist ja maximal verantwortungslos. Das heißt, ja, bei allen Parteien sehen wir Handlungsbedarf, man kann aber wirklich klar den Unterschied machen. Die Grünen wollen weiter nach vorne reden in Richtung Klimagerechtigkeit, in Richtung Klimaschutz, das muss noch mehr werden, während es bei der SPD sehr mittelmäßig aussieht und die Union ehrlicherweise offensichtlich noch nicht verstanden hat, das hoffe ich jetzt mal, was wirklich Phase ist. Gerade deshalb appellieren wir natürlich auch an die Union, an die Konservativen, an die Christdemokraten in diesem Land zu sagen, ey, gerade wer beschützen möchte, wer Sicherheit, Wohlstand, Freiheit verteidigen möchte, der muss doch einen Plan vorlegen, wie man das macht in Angesicht der drohenden Klimagefahren. Luisa Neubauer steht für mich als Paradebeispiel für eine Generation, die gerne den moralischen Zeigefinger hebt, ohne selbst einen Finger krumm zu machen. Sie hat in ihrem Leben noch nie richtig gearbeitet, sondern sicherlich alles von ihren Eltern finanziert bekommen. Und jetzt hüpft sie von einem Mikrofon zum nächsten, um uns allen zu erklären, wie wir zu leben haben. Dabei hat sie absolut null Ahnung von der echten Lebensrealität der Menschen, die den ganzen Tag schuften, um über die Runden zu kommen. Als sie einmal auf die Vielfliegerei von sich und den Grünen angesprochen wurde, meinte sie doch tatsächlich, dass die Grünen besser gebildet seien und sich deshalb Fliegen öfter leisten könnten, weil sie einen anderen Lebensstandard haben. Na klar, Luisa, das erklärt alles. Es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für all jene, die jeden Cent umdrehen müssen, während du dir das Leben einfach schönredest. Aber das ist genau das Problem. Leute wie Sie, die noch nie einen richtigen Beruf hatten, aber trotzdem von oben herab klug scheißen, während die echten Probleme ignoriert werden. Solche Aussagen kann eigentlich nur jemand von den Grünen bringen. Eine Partei, die mehr Ideologie als echtes Wissen hat. Und dann schiebt sie auch noch die Brände in Kalifornien auf den Klimawandel, ohne auf die tatsächlichen Ursachen einzugehen. Laut, medienwirksam und völlig faktenfrei. Luisa, vielleicht solltest du einfach mal die Klappe halten und uns mit deinem Halbwissen nicht mehr vergiften. Manchmal ist Schweigen wirklich Gold. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch der ganze Irrsinn genauso auf die Nerven geht wie mir, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr von Luisa Neubauer und ihren genialen Aussagen haltet. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Bis zum nächsten Video.